Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren Quark-Streuselkuchen vom Blech. Dafür als erstes für den Teig 600 Gramm Mehl, 300 Gramm kalte Butter in kleinen Stücken, 200 Gramm Zucker, ein Ei und je ein Päckchen Backpulver sowie Vanillezucker in eine Rührschüssel geben und dann mit den Händen für 3 bis 4 Minuten zu einem krümeligen Streuselteig verkneten. Den Teig anschließend kurz zur Seite stellen und weiter geht's mit der Quarkmasse. Dafür 750 Gramm Quark, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, 75 Gramm geschmolzene Butter, ein Päckchen Vanillezucker und zum Schluss den Abrieb einer unbehandelten Zitrone in eine zweite Rührschüssel geben und dann mit einem Mixer für 1 bis 2 Minuten zu einer glatten Quarkmasse verrühren. Wenn das erledigt ist, sind wir im Prinzip auch schon so gut wie fertig. Jetzt ein Blech mit Backpapier auslegen, eventuell einen Backrahmen darauf platzieren und dann 2/3 des Streuselteigs auf das Backblech geben und gleichmäßig darauf andrücken. Als nächstes die Quarkmasse auf die Teigschicht gießen, gleichmäßig bis in die Ecken darauf verstreichen und zum Schluss den restlichen Teig als Streusel auf der Quarkschicht verteilen. So kommt der Kuchen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 50 Minuten, bis die Streusel auf der Oberfläche goldbraun und knusprig sind. Den fertigen Kuchen anschließend aus dem Ofen holen, auf dem Blech noch etwas abkühlen lassen und dann können wir den Kuchen auch schon anrichten. Dafür als erstes den Backrahmen entfernen, den Kuchen danach in ca. 16 gleich große Stücke schneiden und dann auf Tellern verteilen und servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.